Martin Luther ist in Eisleben geboren, 1483. Seine Eltern gingen sehr schnell nach Mansfeld, wo sein Vater ein sehr erfolgreicher Bergbauunternehmer wurde. Die weitere Karriere des Reformators ist bekannt. Er wirkte vor allem in seiner Stadt Wittenberg, wo er zusammen mit seiner Frau wohnte. Martin Luther, und das wissen wir auch, sammelte Pokale, sammelte Trinkgefäße. Etliche dieser Pokale sind bis heute erhalten. Bei einigen handelt es sich um behauptete und ihm zugewiesene Pokale, andere gehörten tatsächlich zu seinem Hausstand. Auch diesen Hausstand in Wittenberg konnten wir archäologisch erfassen. Wir hätten das nie gedacht und wir fanden dabei sogar den fantastischen und berühmten Lutherturm, in dem er sein Bekehrungserlebnis hatte. Und in diesem Lutherturm befand sich, auch das können wir sogar heute noch sehen, weil der bis zum Fußboden erhalten ist, seine Schreibstube. Und als der Lutherturm abgerissen wurde, flog vieles in den Stadtgraben vor dem Turm, sodass der Stadtgraben mit sozusagen Müll aus dem Haushalt Martin Luthers verfüllt wurde. Dort fanden sich fantastische Funde, die uns die hervorgehobene soziale Stellung der Familie Luther erkennen lassen, wie venezianische Fadengläser und Ähnliches. Und aus Oberitalien stammt auch diese kleine Fayenceschale, die wir dort fanden. Wir fanden nur diese Scherben, der Rest wurde ergänzt. Und die Fayenceschale, das sagt der Name Fayence, kommt aus Faenza, einer italienischen Stadt. Und die Oberitalien bekam Kontakt mit den Osmanen. Osmanische Keramik wurde importiert, sodass man diese Keramik auch imitierte, schön blau bemalt und matt glänzend glasiert. Und in diesem Konglomerat von Funden vor dem Lutherturm fand sich auch dieser Krug. Sie sehen hier den Oberteil eines Kruges, hier den Henkelansatz, der bauchige Teil des Gefäßes für Wein oder Wasser fehlt. Und Sie sehen, dass der Krug sehr schön blau bemalt war mit solchen traubenähnlichen Verzierungen. Und bei diesem Krug dachten die Kollegen auf der Ausgrabung, dass es sich tatsächlich um originale Isnik-Keramik handelt. Ob diese nun über Oberitalien kommt oder direkt etwa durch einen Verehrer zu Martin Luther gebracht wurde, ist natürlich heute nicht mehr aufzuklären. Auf alle Fälle zeigt diese Keramik, dass der Haushalt Luthers mit Kostbarkeiten, die von weit her kamen, bestückt war und dass man hier mit edlem Geschirr rechnen muss, etwas, das sich zum Beispiel in den schriftlichen Quellen überhaupt nicht niederschlägt. Es könnte sogar sein, dass Martin Luther, wenn er gewusst hat, dass die Keramik aus Isnik kommt, natürlich wusste, dass es sich bei Isnik um das antike Nicäa handelt. Das Nicäa, wo das berühmte Konzil 325 stattfindet, ein Konzil, das für die luthersche Lehre und für Martin Luther selbst von Bedeutung war. Insofern hätte diese Keramik durch ihre Herkunft einen ideellen Wert für Martin Luther gehabt, ob zwar generell die Herkunft aus dem moslemischen Bereich natürlich für Martin Luther problematisch war. Ironischerweise hat das Luthertum und die Reformation ja dafür gesorgt, dass die Osmanen die Uneinigkeit und die Schwäche Mitteleuropas und der europäischen Reiche nutzen konnte, letztlich um Wien zumindest zweimal zu belagern und die europäische Ordnung dramatisch zu bedrohen. Dies wurde abgewendet. Der Krug hier ist ein manifestes Beispiel für die weitreichenden Beziehungen des lutherschen Haushaltes. Und Sie sehen, selbst die Ausgrabung vom Schutt des Reformators lohnt sich in vielerlei Aspekten. Wir erfahren Dinge, die uns die reichhaltigen Schriftquellen dieser frühen Neuzeit nicht zugänglich machen.